Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute probiere ich mal ein bisschen was anderes, und zwar heute probiere ich meinen Secret Room solo zu clearen. Werdet ihr euch jetzt denken, ja, ist ja kein wirklich krasses Achievement. Ehrlich gesagt ist es das auch nicht. Ich meine, hauptsächlich dauert es eigentlich einfach nur ein bisschen. Der Grund, warum ich das aber machen will, ist einfach so als kleine Challenge, und vor allem will ich auch die Skins natürlich, wäre nicht schlecht, wenn man da welche droppt, aber die Wahrscheinlichkeit gefühlt nicht existent ist. Aber ich muss automatisch angreifen, deaktivieren sehe ich gerade. Jesus, das ist schlimm. Und das Ganze einfach noch ein bisschen besser verstehen sozusagen, wie man das am besten macht. Für die Zukunft, weil ich könnte mir vorstellen, dass auch der Secret Room in einem neuen Update erweitert wird oder verbessert wird oder ähnliche Guild-Challenges vielleicht dazukommen. Wenn ihr euch fragt, warum ich so komisch pull, die Viecher laufen sauschnell weg, das ist ultra nervig. Das ist auch etwas, was ich noch ein bisschen probiere zu verstehen. In manchen Orten in Fly Universe ist es so, dass die Mobs einfach total komisch, also die funktionieren nicht richtig, kann man fast sagen. Das ist zum Beispiel bei dem normalen Meteornica auch so, die Giant Chimeradon, die beim normalen Meteornica drin sind, die laufen einfach nach 20 Sekunden weg. Vollkommen egal, ob du sie angreifst, ob sie dich angreifen, die laufen einfach nach 20 Sekunden weg. Also, wenn du sie angreifst und sie dich, dann laufen sie nicht weg. Aber sobald einer von beiden aufhört, Schaden zu machen, entweder du oder sie, laufen die einfach weg. Und das kann eigentlich nicht sein. Das ist literally gegen die Regeln, die von Fly Universe für solche Monster festgelegt wurden. Und hier im Tower im Secret Room ist das leider auch so tatsächlich. Die Monster verlieren nach 20, 30 Sekunden, selbst wenn du nur ein einziges Monster gepult hast, wo der Timer eigentlich 3 Minuten betragen sollte, laufen die einfach weg, nach 20, 30 Sekunden. Man hat jetzt aber gesehen, jetzt habe ich mich die ganze Zeit hitten lassen, habe selber die ganze Zeit gehittet und sie sind tatsächlich nicht weggelaufen, also das war auch eine Sache, die ich nochmal mir ein bisschen anschauen wollte. Was halt bei dem Elementor super ätzend ist, ich habe keinen Lifesteal auf dem Stuff momentan. Das merke ich jetzt erst, wie ultra madig das ist. Ich probiere natürlich mit Merkaba und in Stunts. Avalanche hat ja auch quasi die Wahrscheinlichkeit, mehr oder weniger alle Mobs zeitgleich zu stunnen. Eine hohe Wahrscheinlichkeit. Zusätzlich mit Merkaba und Stonehand. Wobei ich sagen muss, das sind echt viele Monster nicht gestunt. Ich krieg schon sehr viel Schaden. Selbst mit Earthquake Schadensverringerung bringt nicht allzu viel. Ja, das ist natürlich blöd, wenn die Monster dann ein bisschen mehr Schaden machen. Ich könnte natürlich auf meinen Bloody Stuff wechseln. Ich glaube, das muss ich dann auch fast. Bin ich der größte Fan von Face Tank. Oh, ich habe Link Attack vergessen. Oh my goodness, man. Damn. Naja, auf jeden Fall, das werde ich jetzt hier nicht komplett aufnehmen, keine Sorge. Interessant wird dann vor allem der Bossfight mit den Nymphen. Und da wollte ich nämlich auch mal ausprobieren, ob man Hot Air statt Moonbeam benutzen kann. Weil wenn das geht, könnte ich nämlich einfach mit meinem Elementor den Boss tanken. Und das würde dann dafür sorgen, dass ich mit dem Elementor die Nymphen auch einfach töten kann. Und die dann meine Damage-Dealer nicht belästigen. Aber das muss ich auch noch ausprobieren. Das sind alles so Sachen, die ich jetzt heute mal hier testen wollte. Und Burudeng eignet sich da tatsächlich ganz gut. Ich habe jetzt extra eine Party auf 40 gezogen. Und hoffe, dass mich das jetzt nicht allzu viel Zeit kostet. Ich habe doch tatsächlich alles vergessen. Mein Pet, Power-Ups. Ich habe nichts aktiviert. Oh, sehr schlecht vorbereitet. Mal einen Upcut-Stone hier an. Genau. Das Pet habe ich nicht ausgepackt. Nice. Genau, ein kleines HP-Pad. Und dann... Ja gut, die letzten Mobs müsste ich eigentlich 1v1 killen. Das geht tatsächlich viel schneller, ne? Keine Ahnung, warum nur 2 übrig geblieben sind. Wahrscheinlich eine komische Anzahl an Monstern gepult. Aber ja gut, das waren jetzt 22 Mobs in 4 Minuten. Plus minus mit schlechter Vorbereitung. Es geht eigentlich. Mal schauen. Jo, das Monster Clearen hat jetzt leider etwas länger gedauert. Ich hatte so auf eine halbe Stunde gehofft, ist jetzt eher so um die 40 Minuten. Bin aber auch einmal gestorben. Und wie ihr seht, mein Blade liegt gerade auch tot am Boden. Hab probiert die letzten Mobs, weil die so unfassbar viel AP haben und echt ultra viel Schaden machen. Habe ich so eine Mischung probiert aus Face Tank und 1v1, wie ihr es gerade mit meinem Ranger seht. Dass immer so trotzdem ein paar Monster ein bisschen schneller sterben. Ich dann immer wieder neue antanke und so. Ja, und ich meine, es hat eigentlich auch funktioniert. Aber nicht 100%ig, ja. Also, ja. Geht aber immer noch schneller als 1v1 auf jeden Fall. Ich meine, wir haben auf FEC mit 1v1 selbst zu viert schon 30 bis 40 Minuten gebraucht. Sicherlich nicht mit dem besten Equipment und auch, natürlich auch nicht Full Power-Up. Eher ohne Power-Ups. Aber trotzdem, die Viecher haben echt viel AP. Es dauert einfach eine Weile.
Und ja, von daher denke ich mal, passt das schon. Wenn ich nicht gestorben wäre, wäre es locker noch mal ein paar Minuten weniger. Also 1, 2, 3, weil, oh, kein Pet mehr draußen, weil, die Monster leider resettet sind. Das heißt, ein paar Mobs waren halt fast down. Und gut, es waren die 10 Millionen Mobs, nicht die allerletzten. Weil ich da einfach zu viele gepult hatte. Da hatte ich knapp 30 Mobs oder so. Es war ein bisschen too much. Und ja, da war tatsächlich dann das Problem, dass die Monster auch einfach wieder geresettet haben zum Teil. Und ich dann die quasi zweimal getötet habe, mehr oder weniger. Also das war natürlich ein bisschen ärgerlich. Also 30 Minuten wäre definitiv möglich, wenn man sich vielleicht noch 1, 2 Power-Ups reinschmeißt, von Anfang an konzentrierter ist und nicht stirbt. Dann wäre das locker möglich. Genau, und ja, jetzt haben wir noch den Giant, den werde ich mit meinem Knight tanken. Der hier zum Glück Full STA, nicht ganz Full STA ist. Und dann mal gucken bei Asmodan, wie das läuft. Wie gesagt, ich hoffe, Hot Air funktioniert. Wenn nicht, wird es auf jeden Fall deutlich schwieriger. Aber das werden wir dann schon auch irgendwie hinbekommen. Aber ja, mal gucken. So, dann schauen wir mal. Da ist der Gute. Wie lange hält jetzt Hot Air? 15 Sekunden. Oh, okay. Achso, ja. Boss und Giants, 7 Sekunden. Ich meine, ich kann es natürlich auch mit Moonbeam machen, einfach mit meinem RM. Aber das wäre jetzt halt echt interessant, wenn das funktioniert mit Hot Air. Ich probiere es jetzt einfach mit meinem Ranger aus. Weil dann könnte ich mir das halt sparen. Ich meine, Hot Air in Verbindung mit Poison Cloud und normalen Angriffen natürlich. Und es scheint fast, als würde es funktionieren. Und Hot Air hat nicht mal einen Cooldown, ist so gesehen sogar besser als Moonbeam. Und so kann ich die Nymphen halt einfach pullen. Und die haben tatsächlich ziemlich wenig HP. Und einfach nebenbei killen. Oh, na gut. Das sollte natürlich nicht passieren. Eieiei. Ja gut, das sind halt die 7 Sekunden. Das sind halt die 7 Sekunden, ne? Das ist natürlich blöd, ja. Okay, meine Buffs sind gerade ausgelaufen. Das war wieder ein bisschen suboptimal. Und ich dachte mir, okay, der Herner-Stuff ist ja safe besser wegen Waterbomb bei den Nymphen, damit die schnell sterben. Und ich habe jetzt mit allen Chars angeklickt, weil alle kämpfen mit. Und ja, try again. Das heißt, ich muss jetzt ganz schnell F1 überall drücken. Bevor Hot Air ausläuft natürlich. Genau, jetzt kämpfen die. Mein RM läuft mir hinterher. Der wird dann gegebenenfalls GT buffen. Und dann schauen wir mal. Ich meine, dass Hot Air nur 7 Sekunden statt 15 hält, ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, muss man auf jeden Fall sagen. Das heißt, man muss es viel öfter aktivieren, weil bei einem Moonbeam, das so 12, 13 Sekunden geht, ist das natürlich ein bisschen entspannter. Aber Mist, die eine Nymphe hat keine Agro auf mich, leider. Ich treffe sie aber trotzdem mit meinen Skills und sie ist tot, ja. Ja, ist halt für mich tatsächlich ein bisschen besser, weil so mache ich halt auch mehr Schaden, weil meine DPS auf Burodeng sind leider ein bisschen outdated, muss ich ehrlich gestehen. Die haben halt kein aktuelles Equipment. Und das heißt einfach, dass der DPS halt von einem Char eh nicht reichen würde. Und deswegen ist es, sag ich mal, relativ wichtig, dass die alle mitkämpfen. Und wie man hier sieht, Citronius macht jetzt hier trotzdem 30k DPS. Und das ist doch nicht schlecht. Dafür, dass sie hier quasi tankt. Und außerdem, wenn sich alle heilen, sind die Nymphen auch nicht so schlimm. Ein paar Sekunden halten die schon aus gegen die Nymphen. Irgendwann switchen die an E-Agro. Und wie gesagt, Waterbomb plus Damage over Time erledigt dann den Rest. Ja. Ja, funktioniert eigentlich ganz gut. Ich muss jetzt leider auch gerade noch mal kurz unterbrechen. Wird also keine allzu gute Zeit werden. Man hat ja 2 Stunden Zeit, deswegen ist das halt echt chillig. Also selbst wenn jetzt zwischendurch noch was dazwischen kommt oder so, kannst du halt auch einfach nochmal Pause machen. Die Mobs hier sind auch alle nicht agro tatsächlich. Das ist auch super, muss man sagen. Ja, die Nymphe hat jetzt ein bisschen länger gebraucht, bis sie agro gezogen hat. Leider.
Da ist auch schon die nächste. Poison Cloud muss halt hitten. Poison Cloud reicht, um alles zu one-shotten. Für gewöhnlich. Oder auch nicht. Wäre halt echt blöd, wenn der Agro switcht, ne? Weil dann sind alle tot. Das darf nicht passieren. Und ich merke auch gerade, mein GT ist abgelaufen. Ich habe zwar F9 gedrückt, aber ich bin auf dem falschen Char. Ja. Ich habe auf dem Knight F9 gedrückt und nicht auf E-Sportler. Ja, aber es sieht doch ganz gut aus eigentlich. Oh, stopp. Das ist jetzt natürlich auch sehr nervig. Mit allen aufzuhören anzugreifen. Das ist tatsächlich sehr nervig, ja. Aber das muss man zum Glück nur einmal alle 3 Minuten machen. Ich mache auch nochmal eine Sprint-Scroll rein zur Sicherheit. Einfach why not? Dann wieder überall F1. Und weiter geht die wilde Fahrt. Ja, und das werde ich jetzt so lange machen, bis er tot ist. Hoffentlich ohne negative Zwischenfälle. Und dann schauen wir mal, ob wir was droppen. Vermutlich nicht. Bisschen ätzend ist noch der DPS, by the way. Mein Blade macht tatsächlich mehr Damage als mein Ranger, wo der Ranger eigentlich die ganze Zeit drauf schießen müsste. Okay, der hat gerade irgendwie einen Bug, der Ranger. Sieht nämlich so aus, als würde der nicht die ganze Zeit kämpfen. Aber es ist nur ein Anzeigefehler. Seht ihr das? Sieht immer so aus, als würde er aufhören anzugreifen. Was höchstwahrscheinlich, wie gesagt, nur ein Anzeigefehler ist. Aber ja, sowas ist natürlich echt ätzend. Aber wie gesagt, das passt schon. Der kämpft safe die ganze Zeit. Ah, Link Attack und Global Attack sind auch ausgelaufen. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. My bad. Ich wollte schon sagen, der Damage ist so schlecht, ne? Okay, ja gut, das war natürlich auch dämlich. Habe ich nicht gemerkt. Ja, so viele Sachen, auf die man achten muss, wenn man alleine ist plötzlich. Da kann sowas schon mal untergehen. Uiuiuiui. Oh oh. Okay, es gab noch 1, 2 Zwischenfälle. Ja. Man muss sich erst dran gewöhnen. Wie gesagt, das Schlimmste sind wirklich diese 7 Sekunden, weil ich habe es Lucifer auf FEC schon echt oft gemacht mit Moonbeam. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie sehr sich das... Ja, wie sehr man sich dran gewöhnt. Also ich meine, ich glaube, das sind 12 Sekunden oder so. Und das ist schon viel Zeit. Ich meine, alle 12 Sekunden nur deine Skills zu drücken, oder dein Skill, besser gesagt, ne? Ist natürlich schon viel weniger. Außerdem muss ich mich auf FEC nicht um die Nymphen sorgen. Weil wir da immer mindestens zu zweit sind. Das heißt, da kann sich dann immer die andere Person drum kümmern, wenn ich tanke. Oder wenn ich mal nicht tanken würde, könnte ich mich drum kümmern. So, da kann man sich das dann aufteilen. Ist dann alles ein bisschen gechillter. Aber ich habe jetzt einfach gemerkt, naja, meine Damage, die healen sich ja alle. Die sterben nicht instant, die sind alle gebufft. Teilweise PvE-Set, mein Ranger zum Beispiel. Und mein Elementor sollte eigentlich wirklich sich darauf konzentrieren, einfach nur Hot Air nicht auslaufen zu lassen. Dann ist es das gleiche wie Moonbeam, permanenter Damage over Time. Und ich meine, wenn mal ein Damage-Dealer stirbt, dann ist es halt so, sollte aber eigentlich nicht passieren, weil wie gesagt, die heilen sich die ganze Zeit. Und naja gut, mein BP erwischt es jetzt vielleicht sogar gleich. Mal gucken. Aber ja, wie gesagt, einfach Hot Air spammen, dann soll es schon passen. Jetzt hat sich da so eine kleine Nymphengruppe gebildet. Alle wieder tot, bis auf eine Small. Die Small spawnt zum Glück keine neuen. Oh, jetzt sind 2 Captains auf einmal gespawnt. Ja, das ist nicht cool. Bro. Ich habe sie zum Glück beide auf Zitonius umgeleitet. Ja, wie gesagt, also einfach den Hot Air Spam, dann passt das. Und ja, läuft eigentlich fast genauso wie mit Moonbeam. Nur wie gesagt, kann ich mich so viel leichter um die Nymphen kümmern, muss dann nicht auf andere Charakter switchen. Vor allem die Nymphen, Alter, die haben so eine beschissene Hitbox. What? Hä? Es ist nicht ausgelaufen. What? Also jetzt am Ende schon, aber what? Okay, what? Das muss man nochmal angucken. Wenn es wirklich ausgelaufen ist, dann what? Ja, ich habe mich mit Reden wieder abgelenkt vielleicht, aber... Also gefühlt hätte das nicht passieren dürfen. Komisch.
Okay, es gab noch ein paar Zwischenfälle. Ich muss an der Taktik auf jeden Fall noch arbeiten. Ärgerlich ist halt, dass man die Dauer von Hot Air auf jeden Fall nicht erhöhen kann. Wir haben ja schon überlegt, eine Taktik wäre auf jeden Fall mit dem Psy, der steht hier irgendwo in der Ecke da drüben. Einfach Hot Air in den Action-Slot zu packen mit Activision und dann da einfach immer C zu drücken. Und dann könnte ich hier... Das Problem ist, manchmal spawnen halt irgendwie 5... Also jetzt zum Beispiel, habt ihr das gesehen, 10 Millionen Leben lang keine Nymphe. Manchmal spawnt da einfach gar keine über einen sehr langen Zeitraum. Und dann spawnt da teilweise einfach 3, 4, 5 fast back-to-back-to-back. Und das heißt, ich erwische die dann nicht immer alle mit einem Poison Cloud oder Burning Feed oder so, bevor die meine Charakter angreifen. So sind auch ein paar Damage-Dealer immer mal wieder gestorben. Dann Reset und so. Es kostet alles sehr viel Zeit. Leider dann immer resten, rebuffen und so. Ist leider ein bisschen nervig. Solo auf jeden Fall. Ja. Aber ich meine, es geht. Es war jetzt halt echt, ja, einfach mal die Experience. Hauptsächlich ausprobieren, ob Hot Air überhaupt funktioniert. Gedroppt haben wir natürlich nichts, war ja klar. Aber ja, wie gesagt, war einfach mal so ein Testrun. 1 Stunde 25. Aber wie gesagt, ich hatte Pause. Ach, die ganzen Tode. Also es wäre locker in einer... Ich glaube, es wird so kein unter einer Stunde gehen. Ziemlich sicher. Aber wie gesagt, war einfach mal so ein Selbstexperiment, um zu gucken, wie man das machen kann. Und ja, hat mir jetzt halt auch nochmal aufgezeigt, dass meine Damage-Dealer auf Bodeng 2 Equip haben. Aber es ist auf jeden Fall etwas outdated. Aber dafür habe ich jetzt den Jojo-Jester auf FEC gemacht. Genau aus dem Grund, damit ich entweder einen Damage-Dealer habe, der up-to-date ist und mich aber nicht 85.000 Milliarden Dollar gekostet hat. Weil ich mir das meiste eher erspielt habe. Einfach. Genau. Und ja, dann sage ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Vergesst nicht, ich bin jeden Tag live auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Check it out. Wir sehen uns dort oder im nächsten Flav Universe Video. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.